Am Donnerstag, den 14.01.2021, meldete das RKI 1244 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden, der bisherige Höchststand. Seitdem sind die Todeszahlen und auch die nachgewiesenen Neuinfektionen gesunken. Jedoch könnte sich dies jederzeit wieder ändern, falls der momentane Lockdown zu schnell gelockert wird. Zudem drohen die unterschiedlichen Covid-Mutationen, die vermutlich infektiöser sind als die Wild-Variante, das Infektionsgeschehen wieder voranzutreiben. Dies wirft die Frage auf, wie in der Pandemie weiter zu verfahren ist. Wie an den Zahlen sichtbar wird, ist der wirtschaftsfreundliche Lockdown gescheitert. Zudem zeichnete sich das Vorgehen der Bundesregierung bisher nicht durch seine Weitsichtigkeit aus und war immer wieder von hilflos wirkenden Maßnahmen wie der 15-Kilometer-Regel begleitet. Es gibt jedoch auch einige Gegenentwürfe zum Vorgehen der Bundesregierung, wie die Zero-Covid- und die No-Covid-Strategie. Diese beiden Strategien verfolgen im Grunde das gleiche Ziel, mit gezielten Maßnahmen die Covid-Neuinfektionen auf ein kontrollierbares Niveau, also Richtung Null, zu bringen. Jens Spahn sagte am 22.01.2021 jedoch dazu, dass solche Strategien nicht in Deutschland anwendbar wären, weil Deutschland keine Insel, sondern ein Transitland wäre. Bis zur Vollendung des Skriptes von diesem Video hat sich an dieser Haltung in Deutschland nichts geändert. Die Argumentation, dass Deutschland keine Insel ist, klingt zwar nachvollziehbar, jedoch hat die Insellage nichts mit dem erfolgreichen Vorgehen in der Corona-Pandemie zu tun. Dies ist nirgendwo besser zu sehen als auf der Insel Taiwan. Der Staat Taiwan, in dem Demokratie herrscht, liegt südlich der Volksrepublik China. Zudem wird das taiwanische Staatsgebiet von der VR China beansprucht, weshalb das Land nur von wenigen anderen Ländern als Staat anerkannt wird und somit kein Mitglied der WHO ist. Um Taiwans Handeln in der Corona-Pandemie zu verstehen, müssen wir in das Jahr 2003 schauen. Als es im Jahr 2003 zum Ausbruch der SARS-Epidemie in China kam, wurde Taiwan zu einem der Epizentren der Pandemie. Das Infektionsgeschehen geriet außer Kontrolle, woraufhin unter anderem ein ganzes Krankenhaus unter Quarantäne gestellt wurde. Obwohl der Ausbruch nach 4 Monaten wieder unter Kontrolle gebracht war, so hatten die Taiwaner aus ihren Fehlern gelernt. Dies zeigte sich bereits im Dezember 2019. In Wuhan trat eine Häufung an Fällen einer unbekannten Lungenkrankheit auf. Noch bevor bekannt war, um was für eine Krankheit es sich handelte, begann das taiwanische Center for Disease Control, CDC, Gesundheitschecks bei Passagieren aus Wuhan durchzuführen. Am 11. März stufte die WHO Covid-19 als Pandemie ein. Währenddessen stieg die Zahl der Infektionen, obgleich es eine Kontaktnachverfolgung in Taiwan gab, auf 169. Daraufhin wurde, anders als in Deutschland, eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne eingeführt und die Grenze für Touristen geschlossen. Zudem führte die Regierung einen großen Maßnahmenkatalog ein, der unter anderem Temperaturmessungen vor dem Betreten von Gebäuden und Maskenpflicht beinhaltete. Damit für die Bevölkerung ausreichend Masken zur Verfügung standen, kaufte die Regierung Produktionslinien für Masken und förderte die weitere Maskenproduktion. März 2021. Die Quarantäneregelung besteht nach wie vor und so gilt für alle Einreisenden, dass sie sich 14 Tage in einem Quarantänehotel aufhalten oder zu Hause 14 Tage in Quarantäne sein müssen. Zudem werden die Telefone der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, getrackt. Damit wird sichergestellt, dass niemand gegen Quarantänevorgaben verstößt. Verstöße gegen diese Quarantänevorgaben werden mit Geldstrafen in Höhe von mehreren tausend Euro geahndet. Für mehr Details zu Quarantäne und den taiwanischen Maßnahmen könnt ihr euch den Vortrag des deutschen Journalisten Klaus Badenhagen dazu anschauen. Diese Maßnahmen sind für die Betroffenen starke Einschränkungen. Wie kommt es also, dass die Taiwaner diese Maßnahmen dennoch in Kauf nehmen? Viel wichtiger als alle Maßnahmen, die in Taiwan vorgenommen wurden, ist die langfristige Strategie und Kommunikation der Regierung in der Pandemiebekämpfung. Die Strategie der Regierung war es von Anfang an, die inländischen Corona-Infektionen möglichst bei Null zu halten. Ebenso wichtig dafür ist die Kommunikation der Regierung mit der Öffentlichkeit. Das ist Chen Shih-chung. Er ist Taiwans Gesundheitsminister. Seit Beginn der Pandemie sitzt er beinahe jeden Tag in der Pressekonferenz des taiwanischen Center for Disease Control, um die aktuelle Lage in der Pandemie zu besprechen und die neuen Maßnahmen zu erklären. Durch diese transparente Art hat die Regierung es geschafft, Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung und in die Maßnahmen aufzubauen.
Damit war er so erfolgreich, dass in den taiwanischen Medien zwischendurch der Spruch „Folge Chen Shui-chungs Rat und du wirst gewinnen, handle gegen seinen Rat und du wirst verlieren“ entstand. Bei Betrachtung der Statistik aller Infektionen ist dieser Spruch auch nicht verwunderlich. In Taiwan gab es lediglich 9 Todesfälle und 958 nachgewiesene Infektionen. Von der Statistik abgesehen haben die Taiwaner keinen Lockdown und können nach wie vor in Clubs gehen, Kulturveranstaltungen besuchen und kurz alles machen, was in Deutschland momentan nicht möglich ist. Aber warum sind solche Aktivitäten momentan in Deutschland nicht möglich? Es bedarf keinem großen Fachwissen, um zu verstehen, dass eine langfristige Strategie, ob Zero-Covid oder No-Covid, dem deutschen Verfahren des Lockdowns so lange wie politisch tragbar, deutlich überlegen ist. Nicht alleine, weil die Regierung und Verwaltung auf allen Ebenen entsprechend der Strategie Maßnahmen vornehmen kann, sondern auch, weil ein langfristiges Ziel der Bevölkerung leichter zu vermitteln ist, als ein Vorgehen, bei dem immer nur auf die momentane Situation reagiert oder auch nicht reagiert wird. Aus Sicht von Ländern wie Taiwan ist Deutschland aufgrund der bisherigen Vorgehensweise auch eine Insel. Eine Insel des unkoordinierten Vorgehens in der Pandemie. Das deutsche Vorgehen ist, wie es in letzter Zeit häufiger bezeichnet wurde, ein Staatsversagen. Wenn Deutschland keine Insel des schlechten Corona-Managements bleiben soll, wird es Zeit, sich am Vorgehen anderer Länder zu orientieren und eine langfristige Strategie in der Pandemie festzulegen. Denn dafür ist es nicht zu spät.